Hallo, hier zeige ich euch, wie ein Wankelmotor funktioniert. Das ist ein CAD-Modell eines Wankelmotors, wie er in Mazda RX-7 eingebaut ist. Er hat einen Seiteneinlass und einen Umfangsauslass. Der Kreiskolben oder auch Rotor genannt läuft auf einer Exzenterwelle im Kreis und dreht sich dabei mit einem Drittel der Drehzahl um sich selbst. Diese Bewegung befördert das Gemisch vom Einlass oben links zu den Zündkerzen rechts im Bild und dann zum Auslass unten links. Ich habe Markierungen eingefügt, an denen man den Kurbelwinkel ablesen kann. Es werden der Einfachheit halber dieselben Begriffe verwendet wie beim Ottomotor, also Kurbelwinkel. OT wie oberer Todpunkt und UT wie unterer Todpunkt. Wir geben den Zyklus am Gaswechsel OT, wo das Volumen links minimal ist. Der Auslass ist noch geöffnet und der Einlass noch verschlossen. Der Einlass öffnet hier bei 45 Grad nach OT und der Auslass schließt erst 48 Grad nach OT, was beides ungewöhnlich spät ist im Vergleich zu einem Ottomotor. Aber ein konstruktiv bedingter Kompromiss ist. Der Ansaugtakt geht von OT bis UT, wenn das obige Volumen maximal ist. Tatsächlich strömt bei erhöhten Drehzahl auch nach UT noch weiter Gemisch in den Brennraum, weswegen der Einlass auch erst nach UT verschlossen wird. Hier 50 Grad nach UT. Dieser Zeitpunkt ist die primäre Stellgröße, um entweder frühes Drehmoment mit frühem Schließen oder hohe Leistung mit spätem Schließen zu erreichen. Als nächstes folgt der Kompressionstakt. Das obige Volumen wird verdichtet bis zum minimalen Volumen rechts. Der Motor hat zwei Zündkerzen rechts. Zuerst wird die Zündkerze unten ca. 10 bis 20 Grad vor OT gezündet und dann ca. 15 Grad später die obere Zündkerze. Daraufhin folgt der Expansionstakt oder auch Arbeitstakt, bei dem das Volumen sich expandiert und beim UT unten maximal wird. Der Gasdruck durch die Verbrennung drückt den Rotor auf die Exzentelwelle und treibt diese an. Der Auslass öffnet allerdings schon bei 75 Grad vor UT und die Abgas mit einem durch die Verbrennung circa dreimal so hohen Druck entweichen durch den Auslass. Beim Ausschiebetakt werden die restlichen Abgase aus dem Brennraum geschoben. Dies war der Zyklus eines serienmäßigen Mazda RX-7 Wankelmotors mit all seinen Kompromissen zu den Steuerzeiten. Mit Ottomotor üblichen Steuerzeiten, die besser für den Wirkungsgrad wären, würden sich zu kleine Öffnungen bzw. gar keine ergeben. Dies ist einer der Gründe, warum sich der Wankelmotor nicht als ökonomischer Motor eignet, sondern nur als Sportmotor.